Bei meinem aktuellen Bauprojekt habe ich mir die Frage gestellt, wie viele Booster ich für meine gar nicht so klein geplante Modellbahnanlage denn nun eigentlich vorsehen soll. Zum Hintergrund: Booster sind Leistungsverstärker für digitale Modellbahnanlagen, bei denen der Strombedarf der fahrenden Züge so groß ist, dass die Ausgangsleistung eines einzelnen Versorgungsgeräts, also zum Beispiel der Digitalzentrale und deren Netzteil, alleine nicht mehr ausreicht. Der Booster dient dabei sowohl als zusätzliche Versorgungseinheit, dupliziert aber auch sämtliche Befehle der Digitalzentrale. Also ähnlich wie bei einer analogen Modellbahn mit mehreren Transformatoren gibt es mehrere Stromkreise, nur dass bei einer Digitalanlage in allen Stromkreisen die Fahrbefehle für alle Triebfahrzeuge gleich übermittelt werden. Da ich momentan und hoffentlich auch noch viele Jahre mit sehr viel Freude an einer etwa 32 Quadratmeter großen Modellbahnanlage baue, die einmal eine dreistellige Anzahl von Zuggarnituren beheimaten soll, von denen auch etliche gleichzeitig fahren sollen, werde ich ganz ohne Booster definitiv nicht auskommen. Nun habe ich aber beim Besuch großer Privatanlagen auch schon solche mit sehr vielen Boostern deutlich im zweistelligen Bereich gesehen. Ist das in meinem Fall ebenso notwendig? Nicht nur, dass viele Booster den Preis für die Anlage in die Höhe treiben. Immerhin ruft Marklin für einen Booster 60175 mit Schaltnetzteil 604.1 eine unverbindliche Preisempfehlung von 375 € auf. Auch wenn man im Onlinehandel eher 250 anstatt 375 für diese Kombination bezahlen muss, sind viele Booster doch eine teure Anschaffung. Zudem verbrauchen die Booster mit Netzteil selbst im Ruhemodus ein klein wenig Strom, wenn auch nicht viel, aber auch das kann sich läppern. Und nicht zuletzt ist das Ganze ein Sicherheitsthema. 10 Booster mit 60 Watt Schaltnetzteil liefern immerhin eine Leistung von bis zu 600 Watt. Im Fall eines Kurzschlusses oder falls jemand im falschen Moment an die falsche Stelle greift, könnte das, wenn man seine Modellbahn auch noch falsch konfiguriert oder verkabelt hat, bereits gefährlich werden. Daher gibt es von Marklin Sicherheitshinweise für unterschiedliche Anlagengrößen, die ich jedem gewissenhaften Hobbykollegen sehr ans Herz legen möchte. Aus diesen ganzen Gründen wollte ich mir vorher Gedanken über die von mir benötigte Anzahl von Boostern machen und nicht think big, ganz viele davon unter die Anlage klatschen. Wie viele Booster man tatsächlich benötigt, hängt, wie bereits gesagt, vom Stromverbrauch der gleichzeitig verkehrenden Triebfahrzeuge ab, plus im deutlich geringeren Maße vom Leistungsbedarf der geparkten Züge. Außer vielleicht man hat sehr viele Waggons mit einer Glühbirnenbeleuchtung. Dann sollte man diesen Aspekt unbedingt mit berücksichtigen. Die Anlagengröße selbst spielt eine eher untergeordnete Rolle. Eine riesige Anlage, bei der der Betreiber stets genüsslich nur eine oder wenige Züge gleichzeitig von Hand über die Gleise steuern möchte, könnte durchaus komplett ohne zusätzliche Booster auskommen. Wichtig bei allen Anlagen, die vom Umfang der Gleisanlagen über den einfachen Kreis einer Startpackung hinausgehen, ist lediglich eine gute Stromeinspeisung. Das heißt, eine Ring- oder Sternleitung mit ausreichendem Kabelquerschnitt zu den Verbrauchern und eine Einspeisung von Bahn, Strom und Masse alle 2 bis 3 Meter. Um herauszufinden, wie viele Booster man benötigt, müssen wir uns zunächst die Ausgangsleistung der unterschiedlichen Versorgungsgeräte anschauen. Die Ausgangsleistung der Bromwell Station 60657 in Kombination mit einer Gleisanschlussbox 60113 und Schaltnetzteil 66361 mit 36 Watt beträgt 1,9 Ampere. Bei der CS3, CS3 Plus oder einem Booster sind es bei Verwendung eines 60 Watt Schaltnetzteils 604.1 3 Ampere. Mit einem 100 Watt Schaltnetzteil wären 5 Ampere möglich. Marklin empfiehlt diese Kombination aber nur für die Spuren 1 und G. Deshalb schlage ich mir das
als H0-Bahner gleich wieder aus dem Kopf. Um den Bedarf an Boostern für meine zukünftige Anlagengröße zu ermitteln, stelle ich den möglichen Ausgangsleistungen nun den Strombedarf meiner Verbraucher gegenüber. Dafür lasse ich zunächst einmal einzelne Züge fahren und beobachte dabei die Ausgangsleistung meiner Zentrale bzw. des einen Boosters, der bereits meine Nebenbahn versorgt. Im Ruhezustand, bevor überhaupt ein Zug fährt, liefert meine CS3 knapp 1 Ampere für die anderen Systemkomponenten. Ganz genau sind es 975 mA. Fährt einer meiner Lieblingszüge, die E50 mit einem 4 Meter langen Kesselwagen-Ganzzug, entlang der Paradestrecke talwärts, so steigt der Strombedarf geringfügig auf 1035 mA an. In der Ebene werden es etwa 1065 mA. Und in der Wendeschleife nach oben maximal 1235 mA. Also 260 mA für den langen, bergfahrenden Güterzug. Bevor wir uns den Stromverbrauch einer Dampflok der Baureihe 41 anschauen, ist das Nullniveau auf 0,9 Ampere gesunken. In der Wende steigt der Strom auf maximal 1010 mA an, also nur 110 mA für die Dampflok. Das ist zwar bereits mit Sound, aber noch ohne Rauchgenerator. Schaltet man diesen dazu, verdoppelt sich der Leistungsbedarf in etwa. Das sind aber immer noch gerade 200 mA oder umgerechnet rund 4 Watt. Meine modernen Triebfahrzeuge mit Hochleistungsantrieb verbrauchen somit gerade einmal etwa 100 bis 260 mA oder 2 bis 5 Watt. Wenn man sich den Strombedarf von beleuchteten Zuggarnituren anschaut, ist dieser sehr gering. Zumindest solange es sich um solche mit einer effizienten LED-Beleuchtung handelt. Um überhaupt einen messbaren Effekt zu erzielen, habe ich hier gleich bei 4 Garnituren die Beleuchtung angeschaltet. Zusammen ziehen sie 100 mA oder 2 Watt. Bei den kurzen Nebenbahngarnituren ist es auch nicht wirklich mehr. Wobei hier der Stromverbrauch des Boosters ohne fahrende Züge nur bei etwa 0,2 Ampere liegt. Hier habe ich mir zwar nicht jedes Fahrzeug einzeln angeschaut, aber wenn ich den automatischen Ablauf starte, fahren auf 2, teilweise sogar 3 kurze Triebfahrzeuge gleichzeitig. Eines nach oben, eines nach unten und ein weiteres rückt in der Kehrschleife auf. Die Stromanzeige klettert wieder kaum einmal in Richtung 0,5 Ampere. Beim vollautomatischen Betrieb der Hauptstrecke ist dies naturgemäß schon sehr viel mehr. Denn hier sind nicht nur die Züge deutlich länger. Es fahren auch bisweilen 5 Fahrzeuge gleichzeitig. Trotzdem klettert die Stromanzeige meiner Zentrale kaum einmal in Richtung 2 Ampere, was ja auch nur 1 Ampere oder ein Drittel der verfügbaren Leistung für die fahrenden Züge wäre. Doch wie sieht es bei älteren Lokomotiven aus? Wenn ich die beiden 25 Jahre alten Lokomotiven mit Trommelkollektormotor, die V160 und die Baureihe 03,
gemeinsam im Kreis fahren lasse, steigt der Stromverbrauch auch nur um etwa 500 mA an, also gar nicht so viel mehr. Mal abgesehen davon, dass ich für den schnellen Test zu faul war, die beiden Triebfahrzeuge auch noch Waggons anzuhängen. Mit einem langen Zug am Haken würden sie sicher etwas mehr Strom verbrauchen. Aber die Grundaussage bleibt, nämlich dass meine ganzen H0-Fahrzeuge so zwischen 100 und 300 mA benötigen. Rechne ich im Mittel mit 250 mA, bin ich eher auf der sicheren Seite. Mit einer Mobile Station könnte man also bereits 7 Loks gleichzeitig versorgen, zumindest wenn es keine weiteren Verbraucher gibt. Dasselbe gilt für meine CS3, die ja bereits 1 Ampere für die anderen Systemkomponenten bereitstellen muss. Und mit einem dedizierten Boosterkreis sind es dann bereits bis zu 11 oder 12 Triebfahrzeuge, die gleichzeitig fahren dürften. Aufgrund dieser Überlegung bin ich zum Schluss gekommen, dass ich für den finalen Ausbau meines Modellbauprojekts 4 Booster zusätzlich zu meiner Digitalzentrale CS3 Plus einplanen werde. Die genaue Zuordnung der Boosterkreise habe ich so gewählt, dass einerseits in jedem Boosterkreis nicht zu viele Züge gleichzeitig fahren sollten, andererseits es aber auch möglichst wenig Übergänge zwischen den unterschiedlichen Stromkreisen gibt. Denn potenziell kann das Überfahren der Stromkreistrennungen ebenfalls zu Problemen führen, zumindest wenn die Digitalsignale nicht phasengleich sind. Da ich aufgrund der Markling-Empfehlung und meiner Anlagengröße mit mehr als 5 Versorgungseinheiten, denn ich habe ja auch noch weitere Licht- und sonstige Transformatoren bzw. Netzteile, zumindest bei 2 Bereichen die Masse trennen möchte, weiß ich nicht, ob immer Phasengleichheit gegeben sein wird. Habt ihr damit Erfahrung? Falls ja, schreibt es sehr gerne in die Kommentare. Weil mir die Erfahrung mit mehr als einem solchen Booster fehlt, bin ich mir auch noch unsicher, ob ich einfach nur die Mittelleiter isolieren werde, Wippen für den Schienenschleifer verwenden werde wie bisher oder gar eine gezielte elektrische Umschaltung zwischen den Boosterkreisen einbaue. Booster-Trennstellenmodule gibt es zum Beispiel von Litwinski und sehen für mich nach einer sauberen Lösung für dieses Problem aus. Aber ist ein solcher Aufwand überhaupt notwendig? Was denkt ihr? Den unteren Schattenbahnhof möchte ich mit meiner Zentrale mitversorgen. Obwohl meine CS3 auch einige Systemkomponenten mit Strom versorgt, sollte das problemlos möglich sein. Den Übergang zum nächsten Boosterkreis habe ich mit einem farbigen Kreis markiert. Für die mittlere Bahnhofsebene, den ersten Gleiswendel und die Paradestrecke plane ich einen zusätzlichen Booster ein. Genauso wie für den zweiten Gleiswendel, der auch als Verteilerkreis auf die unterschiedlichen Schattenbahnhofsebenen fungiert. Dazu den großen Bahnhof mit den beiden Betriebswagen. Hier könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass der Zugbetrieb in diesem Abschnitt zu umfangreich ist und die Ausgangsleistung eines Boosters nicht ausreicht. Dies werde ich mir im weiteren Baufortschritt weiter anschauen. Sollte hier jedoch eine Auftrennung notwendig sein, ist dies etwas schwieriger möglich. Zumindest falls ich tatsächlich Trennstellenmodule verbauen will, soll, muss. Den dritten Booster plane ich für die Schattenbahnhöfe der Nebenbahn ein, hier gelb markiert. Und schließlich als vierten und letzten Booster einen für die restlichen Bereiche der Nebenbahn. Das heißt für die unterirdische Gleisführung, den kleinen Durchgangs- und den Endbahnhof. Momentan sind es alles allerdings noch Planspiele, denn momentan werke ich noch an der ersten von 4 Bauphasen und meine Modellbahnanlage ist L-förmig aufgebaut, wobei der eine Schenke 5 und der andere 4 Meter lang ist. Es sind gut 200 Meter Gleise verbaut und wenn ich mal richtig Betrieb machen will, fahren so 7 oder 8 Züge gleichzeitig. 3 auf der Nebenbahnlinie und 4 oder 5 auf der Hauptstrecke. Bis jetzt reicht ein zusätzlicher Booster für meine Modellbahn also noch absolut aus. Allerdings hilft mir die Aussage, dass ich voraussichtlich einmal 4 Booster benötigen werde, bereits jetzt enorm, da ich die Verkabelung schon heute so ausführen kann, dass die geplante Aufteilung der 5 unterschiedlichen Stromkreise zukünftig problemlos möglich sein sollte.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr schaut nächsten Sonntag ab 8 wieder in meinem Hobbykeller vorbei. Lasst auch sehr gerne ein Abo da. Alle anderen Videos zum Bau meiner Modellbahn Traumanlage findet ihr übrigens gesammelt in einer Playliste, die ich hier rechts verlinke. Ciao und viert euch, euer Jörg alias 1287 Enthusiast.